Nach dem Attentat auf Donald Trump steht der für die Sicherheit zuständige Secret Service enorm unter Druck. Wieso konnte der 20-Jährige überhaupt unbemerkt und bewaffnet auf das Dach in Sicht- und Schussweite zur Bühne gelangen? Immerhin, den Vorwurf, dass Trump im Vorfeld mehr Personenschutz versagt wurde, den hat die zuständige Koordinatorin des Secret Service nun als absolut falsch zurückgewiesen. Doch die Unsicherheit, sie bleibt und ist auch groß, denn der Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee ist jetzt das weitere große Ereignis mit dem Ex-Präsidenten. Seid ihr bereit? Bewegung, Bewegung! Es sind Momente wie diese, für die sie ausgebildet sind. Blitzschnell werfen sich Agenten des Secret Service auf Donald Trump, schirmen ihn vor weiteren Schüssen ab. Doch sie hätten die Pläne des Attentäters bereits im Vorfeld verhindern müssen. Das ist ihr Job. Die Kritik an der Sicherheitsbehörde wird deshalb immer lauter. Beim Secret Service gilt die Devise, sie dürfen keinen Fehler machen. Sie müssen 100 von 100 Mal alles richtig machen. Wenn sie es 99 von 100 Mal richtig machen, kann jemand getötet oder schwer verletzt werden. Diesmal haben sie versagt. Wer auch immer für das betroffene Gebäude verantwortlich war, hat versagt. Das Gebäude, von dem der Attentäter seine Schüsse abfeuert, ist rund 130 Meter von der Wahlkampfbühne entfernt. Nach ersten Analysen sollen ein Baum und ein Dach dem Secret Service die Sicht auf den Attentäter versperrt haben. Doch er blieb nicht gänzlich unentdeckt. Wir sagen, hey Mann, da ist ein Typ auf dem Dach mit einem Gewehr. Und die Polizei sagt, sie wussten nicht, was los war. Wir können ihn von hier aus sehen. Wir sehen, wie er robbt. Und das Nächste, was ich mir denke, ist, warum spricht Trump immer noch? Warum haben sie ihn nicht von der Bühne geholt? Wie die Presseagentur AP berichtet, soll daraufhin ein Polizist auf das Dach geklettert sein. Nachdem der Attentäter ihn bedroht, zieht sich dieser Beamte jedoch wieder zurück. Und dann fallen auch schon die Schüsse. Donald Trump polarisiert in einem Land, in dem es mehr Waffen als Einwohner gibt. Ein Anschlag auf den Präsidentschaftskandidaten war und ist zu jeder Zeit möglich. Vorwürfe, dass Anträge auf einen stärkeren Geheimdienstschutz für Donald Trump von Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas abgelehnt worden seien, weist der Secret Service jetzt vehement zurück. Mir nun zugeschaltet ist Professor Michael Butter, er ist Amerikanist und Experte für Verschwörungstheorien an der Universität Tübingen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schon wenige Stunden nach diesem Attentat kursierten viele Theorien im Netz, Verschwörungstheorien auch, rund um den Secret Service, beispielsweise eben, dass man da extra schlechte Leute hinschicken würde oder Ähnliches. Warum geht das so schnell nach solch schwerwiegenden Vorfällen? Also wir leben in einer Zeit, wo im Grunde jedes Ereignis, das geschieht und das irgendeine Bedeutung hat, in ganz, ganz kurzer Zeit in die verschiedensten Verschwörungstheorien eingespeist werden kann, da anerzählt werden kann als das neueste Kapitel. Und es gibt natürlich viele Verschwörungstheorien, die eher aus der rechten republikanischen Ecke kommen über die Demokraten. Und gleichzeitig gibt es Verschwörungstheorien, die aus der linken demokratischen Ecke kommen über die Republikaner. Das heißt, das Feld war bereitet und man musste da nur andocken. Und dann sind da natürlich so ein paar Sachen passiert bei diesem Attentat, die besonders dazu eingeladen haben, da jetzt ins Verschwörungstheoretisieren zu verfallen. Sind die USA besonders anfällig dafür? Am allerersten hat man es beim Sturm auf das Kapitol gesehen. Auch damals war der Auslöser doch eher eine Verschwörungstheorie oder genauer eine. Ja, das muss man wirklich sagen. Also vor ein paar Jahren wäre dem noch nicht so gewesen. Also in den frühen 2000er oder 1990er Jahren, da hätten wir gesagt, Verschwörungstheorien sind in den USA nicht weiter verbreitet, als sie in Deutschland oder Frankreich oder den Niederlanden verbreitet sind. Mittlerweile sind Verschwörungstheorien in den USA wieder populärer geworden und sind vor allem von einer Partei systematisch verwendet worden, um eben auch den politischen Diskurs zu beeinflussen. Aber sie existieren halt nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Das hat mit dem niedrigeren Bildungsgrad der USA zu tun im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern. Das hat was mit dem fehlenden Sozialstaat zu tun und das hat vor allem was zu tun mit dem polarisierten Mediensystem und dem extrem polarisierten politischen System, wo zwei Parteien sich zunehmend feindlich gegenüberstehen. Und das ist eine Situation, die halt Verschwörungstheorien befeuert.
Wenn Sie jetzt sagen, die eine Seite ist da doch mehr unterwegs in diesen Verschwörungstheorien, ist es dann das Trump-Lager, das damit auch spielt? Und sind es immer wieder dieselben Narrative, die dann benutzt werden? Also man muss ganz klar sagen, es gibt diese Theorien, das haben wir jetzt ja auch gesehen in den letzten Stunden auf beiden Seiten. Gleichzeitig ist es halt so, dass nur die Republikanische Partei Verschwörungstheorien wirklich systematisch politisch einsetzt. Also die Idee von der gestohlenen Wahl, die ja Donald Trump massiv verbreitet hat, schon vor der Wahl 2020 und dann eben nach der Wahl 2020, die den Sturm auf das Kapitol befeuert hat, das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, die mittlerweile sowas wie zur DNA der Republikanischen Partei geworden ist. Sie können in dieser Partei seit Jahren nichts mehr werden, wenn sie die nicht bedienen. Und entsprechend gibt es da schon eine Neigung auf der rechten Seite, die größer ist als auf der linken. Aber wie wir jetzt auch an den Reaktionen auf das Attentat halt sehen, es gibt sie links auch, wenn aber halt nicht so systematisch. Jetzt ist natürlich die große Frage, dieses Attentat, welche Konsequenzen, welche Folgen wird das Ganze für den Wahlkampf und dann auch für das Weiße Haus haben im November? Wie muss man jetzt also damit umgehen? Beide Seiten rufen zumindest offiziell ja aktuell dazu auf, dass man wieder sich einigen muss und zusammenkommen muss. Das wird sicherlich nicht passieren. Ich meine, die Situation, die wir momentan erleben, ist das Resultat einer seit den 60er Jahren andauernden Polarisierung. Die wird nicht so schnell behoben werden und da hat auch zumindest die republikanische Seite keinerlei Interesse daran. Trump kann sich jetzt hinstellen und kann sagen, wir müssen zusammenkommen und wir müssen uns vereinen, weil er jetzt natürlich in einer perfekten Position ist, so tragisch das klingt in diesem Moment und so traurig das klingt, denn er ist einerseits das Opfer und kriegt dadurch Sympathien und andererseits ist er ja sofort wieder aufgestanden und hat geschrien, fight, fight, fight. Das heißt, es ist ihm auch gelungen, sich in diesem Moment als Held zu inszenieren und deshalb steht er jetzt gut da. Und er kann jetzt also nach Einheit rufen und nach Mäßigung seine Anhängerschaft, also seine Adjutanten wie der Senator J.D. Vance, der eventuell Vizepräsidentschaftskandidat wird, die beschuldigen ja ganz massiv die Demokraten, jetzt nicht verschwörungstheoretisch, aber doch explizit das Klima geschaffen zu haben, in dem solche Anschläge überhaupt nur möglich sind. Und insofern muss man sagen, dass dieser Anschlag vermutlich Trump nutzen wird, dessen Wiederwahl, muss man ja sagen, er war ja schon mal Präsident, schon vorher sehr wahrscheinlich war und jetzt noch ein Stückchen wahrscheinlicher geworden ist. Herr Butter, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen rund um das Attentat und vor allem die vielen Verschwörungstheorien, die in den USA kursieren. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss.